Robert Sesselmann hat die Landratswahl in Sonneberg gewonnen. Doch das demokratische Lager kann das nicht akzeptieren und es wurde von Amts wegen eine Demokratie-Eignungsprüfung eingeleitet. Doch lasst uns jetzt einmal sehen, wie die Altparteien bei diesem Demokratie-TÜV abschneiden. Hi, ich bin David, schön, dass du da bist. Wir legen jetzt los. Wir fangen an mit den lautesten, das sind natürlich die Grünen und Herr Robert Habeck. Er sagte, wir müssen radikal und staatstragend sein. Ja, er trägt tatsächlich so manch eine radikale Idee in sich. Das kann man hervorragend sehen bei einem Interview oder Gespräch mit Herrn David Precht. Dort spricht er über das sozialistische System in China. Er zeigt ganz offen, dass er doch schon so eine kleine Begeisterung für dieses System trägt und er sieht dort vor allen Dingen die Effizienz des Systems, dass er dort durchregieren kann, auch wenn er Fehler macht, ohne abgewählt zu werden. Das Video könnt ihr euch hier ansehen. Ich habe nämlich eins drüber gemacht. Das ist wirklich spannend. Doch was hat er noch gesagt? Bundesklimaschutzminister Robert Habeck hat das harte Vorgehen der Polizei gegen Aktivisten der Klimaschutzgruppierung Letzte Generation scharf kritisiert. Die Klimatisierung, wie Sie es genannt haben, also Rollkommandos brechen in Wohnungen von Aktivisten ein, das ist natürlich völlig absurd, sagte der Grünen-Politiker im Gespräch mit Alexandra Struck. Okay, er spricht hier von einer polizeilichen Maßnahme, die natürlich auch von einem Gericht legitimiert wurde. Er sagt und nennt es Ganze Rollkommandos. Schauen wir uns einmal an, was genau die Definition von Rollkommando ist. Als Rollkommando wurde ursprünglich eine motorisierte, rollende Militär- oder Polizeistreife bezeichnet. Im NS-Staat und in den von ihm besetzten Gebieten wurden Rollkommandos oft skrupellos zum Machterhalt und zur Terrorisierung und Ermordung der Bevölkerung eingesetzt. Siehe Rollkommando Hamann. SA-Rollkommandos und SS-Rollkommandos schlugen immer schnell, überfallartig und gewalttätig zu. Im weiteren Sinn bezeichnet Rollkommando daher auch eine gedungene Schlägertruppe im Bereich der organisierten Kriminalität. Das hier ist wirklich unglaublich. Herr Habeck vergleicht hier tatsächlich die Polizei, also ein demokratisches Organ, die Exekutive, mit SS-Schlägertrupps, mit organisierter Kriminalität, die eingesetzt wird zur Machterhaltung, zum Terror und zur Ermordung der Bevölkerung. Das kann doch nicht wirklich sein Ernst sein. Aber er hat sich ja entschuldigt. Nehmen wir es ihm also nicht übel. Doch Herr Habeck ist ja nicht Alleinherrscher über die Grünen. Und es gibt auch die Grünen Jugendorganisation, die stets frischen Wind in die Partei trägt. Wirtschaftspolitische Positionen. Sie finden Habecks Pläne radikal, dann kennen Sie die grüne Jugend noch nicht. Sie sind jung, Sie sind grün, Sie sind radikal links und Sie sind viele. Das lässt doch für die Zukunft hoffen. Aber okay, es ist die grüne Jugend und Jugend ist hin und wieder auch schon mal recht impulsiv. Das gibt sich dann mit der Zeit. Schauen wir uns also mal die grüne Basis an. Brandbrief an Baerbock. Grüne Basis fordert radikale Pro-Asyl-Politik in der Praxis. Und wie radikale Pro-Asyl-Politik in der Praxis aussieht, zeige ich euch am Beispiel von Herrn Alex Steyer. Er ist Flüchtlingshelfer und soweit ich weiß Vorsitzender von Mission Lifeline, also Seenotretter, direkt an der ersten Linie. Hätte es genug Zuzug aus dem Ausland gegeben, indem man zum Beispiel die Visapflicht für AfghanInnen, mein Gott, und andere Verfolgte abschafft und hätte man diesen Menschen sofort das Wahlrecht eingeräumt, wäre Sonneberg heute kein Thema. Deswegen Grenzen auf. Also, es ist natürlich zutiefst demokratisch, einfach zu fordern, die Grenzen aufzumachen, um sich so des politischen Gegners zu entledigen. Man lässt so viele neue eigene Wähler ins Land, um die Opposition verschwinden zu lassen. Das ist Basisdemokratie, das ist gelebte Demokratie. Also ein ganz großes Lob an die Grünen. Aber schauen wir uns die nächste Partei einmal an. Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD. Kühnert fordert Kollektivierung von Großunternehmen. Juso-Chef Kevin Kühnert, wie gesagt mittlerweile der Generalsekretär der SPD und MdB, prescht mit radikalen Ideen vor. Er möchte Großunternehmen in Gemeinschaftseigentum umwandeln und jeder sollte maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Also,
Er fordert nichts anderes als die Verstaatlichung von Großunternehmen, also die Enteignung von Unternehmern. Und er fordert auch eine Zuteilung von Wohnraum. Das bedeutet auch Enteignung von Wohneigentümern. Und es wird der nächste Schritt sein, dass er auch fordert, eine bestimmte Quadratmeter Obergrenze für jeden Bürger in Deutschland. Das ist meiner Meinung nach eine zutiefst undemokratische Einstellung, denn Eigentum ist wirklich ein Grundprinzip der Demokratie. Die Bürger müssen sicher sein, dass ihr Eigentum auch das ihrige bleibt. Herr Kühnert möchte das gerne ändern. Jetzt machen wir einen Schritt weiter nach links. Ordnungsruf im Bundestag. Linken Politikerin Renner provoziert mit Antifa-Button. Bundestagsvizepräsident Kubicki rügt die linke Martina Renner, weil sie im Plenum einen Antifa-Anstecker trägt. Ihre Partei solidarisiert sich mit ihr. Das ist wirklich unglaublich. Wir haben hier eine Frau Martina Renner, Mitglied des Bundestages, die ganz offen einen Button von der Antifa trägt und auch noch dazu steht, wenn es einen Ordnungsruf gibt. Und das Beste ist, die linke Partei ist solidarisch mit ihr. Das heißt, hier wird eine zutiefst undemokratische Organisation wie die Antifa von der Linken unterstützt. Gut, FDP-Chef Christian Lindner. Und dann macht er einen ungewöhnlichen Vorschlag. Wer aus sozialpolitischen Gründen dennoch mit der gegenwärtigen Politik unzufrieden sei, müsse nicht die AfD wählen. Es tut mir in der Seele weh, es zu sagen, aber im Notfall könne man noch die Linkspartei wählen, sagte Lindner. Auch das ist unglaublich. Lindner, Chef der FDP, gibt hier eine Wahlempfehlung für die Linke, die, wie wir gerade gesehen haben, nicht gerade demokratisch ist. Was sagt es über einen Herrn Lindner aus? Was sagt es über sein Demokratieverständnis aus? Es ist wirklich unglaublich und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass so eine Wahlempfehlung von der FDP irgendwann einmal kommen wird. Okay, es fehlt noch die CDU. Sie ist zwar nicht in der Regierung, aber als Altpartei gehört sie doch zu der demokratischen Front im Kampf gegen die AfD. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Wahl von FDP-Politiker Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen als unverzeihlich. Sie müsse rückgängig gemacht werden. Laut Bundesverfassungsgericht sind diese Aussagen verfassungswidrig. Wir haben hier eine ehemalige Bundeskanzlerin, die noch zu ihrer Amtszeit so etwas gesagt hat. Etwas, das laut Bundesverfassungsgericht verfassungswidrig ist. Und kleiner Reminder, wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass die Aussage der Ex-Bundeskanzlerin verfassungswidrig war, dann war diese Aussage auch verfassungswidrig, als sie diese als Bundeskanzlerin getätigt hat. Und ich werde niemals verstehen, warum es hierbei so große Unterschiede zwischen Politikern und normalen Bürgern gibt. Wenn ein normaler Bürger etwas sagt oder tut, das verfassungsfeindlich ist, wird er verfolgt und dafür bestraft, was absolut richtig ist. Aber wenn ein Politiker etwas sagt oder macht, das verfassungsfeindlich oder verfassungswidrig ist, wird dort nicht wirklich dem Ganzen nachgegangen. Und wenn, dann wird einmal festgestellt, es war verfassungswidrig. Und nun? Es ist wirklich unglaublich, aber ein jeder Politiker in der Bundesrepublik Deutschland scheint eine eigene Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu sein. Man kann alles machen, alles sagen. Haftung dafür muss man nicht tragen. Verantwortung übernehmen ist einem deutschen Politiker, besonders von den Altparteien, ein absolutes Fremdwort. Das ist etwas, was wir ändern müssen. Wir müssen den Politikern zeigen, dass sie sehr wohl für ihre Entscheidungen und ihre Aussagen eine Verantwortung haben und diese Verantwortung auch tragen müssen. Und es liegt in unserer Verantwortung, die Politik daran zu erinnern. Und da wir gerade bei Frau Merkel sind, hier noch eine kleine Aussage von ihr, die sie über Wahlen in Deutschland getätigt hat. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Das bedeutet, sie sagt hier ganz offen, und es war direkt nach der Wahl, dass das, was sie in der Wahl vorher versprochen hat, dass sie das nach der Wahl natürlich nicht einhalten muss. Und hier haben wir mal wieder dieses Gefälle zwischen Politiker und Normalbürger. Wenn ich als Unternehmer einem Kunden oder einem Geschäftspartner etwas verspreche, wir einen Vertrag abschließen und ich nach Vertragsabschluss sage, ich muss mich an nichts halten, ich mache das ganz anders,
dann bekomme ich ernsthafte Probleme. Und ich verstehe nicht, warum das für Politiker so nicht gilt. Okay, ich muss jetzt wieder etwas runterkommen. Ich werde mir wahrscheinlich gleich einen Kamillentee machen. Also, wenn du Interesse hast an einer kritischen politischen Auseinandersetzung, dann solltest du diesen Kanal auf jeden Fall jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Jetzt solltest du unbedingt dieses Video schauen. Wir sehen uns dort. Klicken. Bis gleich. Tschüss.